Heute vor 300 Jahren am Hamburger Gänsemarkttheater. Das Hamburger Opernkalendarium. Heute vor 300 Jahren, am 7. Februar 1724, ist im Hamburger Theater am Gänsemarkt die Oper Das Ende der babylonischen Monarchie oder Belsatzer zweiter Teil von Georg Philipp Telemann zu sehen. Textdichter ist der 34-jährige Joachim Beckau, ein in Kiel studierter Theologe, der unter anderem 2 weitere Operntexte für Georg Friedrich Händel verfasst, als Hauslehrer in Gottorf und als Rektor der Pfarrschule in Neumünster arbeitet. Telemann ist inzwischen seit etwa 3 Jahren aus Frankfurt nach Hamburg gekommen. Mit seinen 43 Jahren hat er bereits etwa 25 Opern verfasst und als Opernleiter, Musikdirektor an den 5 Hamburger Hauptkirchen sowie am Johanneum tätig. Wer der Ballettmeister oder der Dekorationsmaler des Bühnenbildes war, ist uns leider nicht bekannt. Konkreter zur Oper komme ich gleich. Zuerst schauen wir kurz in die Zeitung, was man so an diesem Tag an Neuigkeiten zu lesen bekam. Aus Lissabon wird berichtet, dass der Staatsrat gerade beschlossen hat, alle Garnisonen zu verstärken und die Festungen kriegstüchtig zu machen. Viele leben in Sorgen, dass es zwischen dem Königreich Portugal und Spanien zu einer Ruptur, also einem Riss, kommen könnte. Aus Rom erhält man die Nachricht über ein Erdbeben in Norditalien, der zwar keinen Schaden, aber doch einen großen Schrecken bei den Einwohnern verursacht hat. Aus Konstantinopel erfahren wir, dass der ottomanische Großsultan dem russischen Kaiser droht, seine Armee an die russischen Grenzen aufmarschieren zu lassen, wenn Russland nicht damit aufhört, seinerseits die Truppen an der persischen Grenze zu verstärken. Gleichzeitig bietet der Großsultan dem russischen Kaiser an, in guter Freundschaft zu leben, wenn der Kaiser nur seine Eroberungen am Kaspischen Meer unterlässt. Und dann ging man in die Oper. Für Nicht-Theologen wird die Geschichte von Belsatzer nicht unbedingt sehr bekannt sein. Aber genau daraus kennt man den Ausdruck das Menetekel, was für ein Vorzeichen drohenden Unheils steht. Die Handlung der Oper ist angelehnt an die alttestamentarische Geschichte des Belsatzer. Sehr vereinfacht geht es darum, wie Gott Heiden bestraft, wenn sie ihn nicht verherrlichen. Belsatzer ist ein Stellvertreter des letzten babylonischen Königs. Es ist ein großes Fest im königlichen Palast. Man feiert ausgiebig, es werden viele kostbare Kelche und Pokale herbeigeschafft, die Belsatzers Vorfahre Nebukadnezar in Jerusalem geraubt hat. Im Rausch des Festes erscheint dem Belsatzer eine geisterhafte Hand und zeichnet eine geheimnisvolle Aufschrift Mene, Mene, Tekel, Uparsin an einer Wand. Er bittet seine Gelehrten, diese Schrift zu deuten. Nachdem sie gescheitert sind, lässt Belsatzer den Propheten Daniel rufen, der ihm diese Schrift auslegt. Die Tage seiner Herrschaft seien gezählt, das Reich würde fallen und zerteilt werden. Dies geht tatsächlich in Erfüllung, noch in derselben Nacht wird Belsatzer ermordet und sein Reich unter Persen und Medern geteilt. Trotz des Mordes endet die Oper für die übrigen Beteiligten glücklich. Man hört im Schlusschor: Jauchzet, frohlocket, es lachen die Sternen mit holden, ungünstigen Blicken uns an. Verbannet die Schmerzen und lasset die Herzen in Lustbarkeit scherzen, weil unser Vergnügen nicht untergehen kann. Es folgt ein Grand Ballett. Diese Geschichte bleibt durch die Jahrhunderte sehr populär. Hier ist Rembrandts Bild dazu. Händel schreibt ein gleichnamiges Oratorium. Es folgen Komponisten wie Rossini, Schumann und William Walton, Dichter wie Heine und Byron. Auf dem Schauplatze, so nennt man die Bühne, erscheinen folgende Bilder. Erstens der Vorhof des babylonischen Schlosses nebst dem königlichen Palast in der Ferne. Zweitens ein Teil der prächtigen Gärten in der Luft mit Terrassen, Fontänen, Orangerien und dergleichen. Drittens der Perser Lager mit dem königlichen Gezell des Kyri. Von ferne die Stadt Babylon mit ihren großen Mauern und hohem Turm.
Viertens, ein mit Netzen umstellter Lustwald, das ist ein Wald für die Jagd. Fünftens, der Tempel des Beli, auf dem Altar steht das Götzenbild von Marmor. Und sechstens, ein königlicher Speisesaal bei Abendzeit mit Illuminationen und Lampen an den Wänden, mit einer besetzten Tafel. Es gibt Verwandlungen von Menschen und Plätzen, Kriegsszenen mit Gefangenennahme, es erscheinen Geister in der Luft, einige kommen aus der Erde und tanzen. Eine Zauberin kommt aus der Höhe, um im letzten Moment eine Prinzessin vom Selbstmord abzuhalten. Die Oper ist ein echter Zweiteiler, für Telemann einmalig. Die zwei Teile werden als einzelne Vorstellungen aufgeführt. Im Libretto wird erklärt, dass der poetische Verfasser so viel Materie gefunden, dieselbe weitläufig auszuführen, als hat man für gut gehalten, solche in zwei besonderen Teilen vorzustellen. Außer der Kerngeschichte gibt es wie immer viele Nebenintrigen und Nebencharaktere. Es wird sehr detailliert das Königreich Babylon dargestellt, aus politischer und persönlicher Perspektive, Kriegsszenen, Intrigen, das jüdische Volk in Gefangenschaft. Die Aufführung an dem Montag, 7. Februar 1724 ist bereits die 6. Vorstellung in Hamburg seit der Premiere im September 1723. 3 weitere Aufführungen werden bis Sommer 1724 folgen. Hier sind die Arien sämtlich deutsch, wie es Ernst Otto Lindner in seiner Chronik beschreibt. Dies hat mit damaliger Opernpraxis oft kollidiert, denn gesungen wurde meistens auf Italienisch. Bekannt sind uns aus den beiden Opern nur insgesamt 3 Arien, ein Duett und die Ouvertüre, für die Telemann sein Konzert für 2 Oboen, D'amore und Cello verwendete. Die Musik hören wir in dieser Folge, gespielt von La Stagione Frankfurt unter der Leitung von Martin Stadler. Wie in beinahe allen barocken Opern obligatorisch gibt es auch hier eine sogenannte komische Person. Eine solche kennen wir gut aus Mozarts Opern mit dem Leporello, dem Don Giovannis Diener oder dem Papageno. Im barocken Hamburg nannte man diesen Spaßmacher Pickelhering. Er sagt oft die Wahrheit, die die edlen Herrschaften hinter höflichen Formeln verstecken, sorgt für Heiterkeit mitten im feierlichen Ernst, oft sehr derb und für heutige Gewohnheiten fast schon zynisch. Hier ist es der Nabal, ein lustiger Hofdiener. Er ist derjenige, der auch auf Hamburger Plattdeutsch singt. Die verliebte junge Zauberin Sophrone weist Nabal so überheblich ab, dass sie ihn dafür in einen Esel verwandelt. Am 21. Februar berichten wir wieder über den Tag vor 300 Jahren, wo die Oper Der Beschluss des Karnevals von André Campra und Georg Philipp Telemann in Hamburg aufgeführt wurde. Bis bald! Gefördert durch Kulturgemeinschaften, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustadt Kultur und Kulturstiftung der Länder.